Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Until Dawn. Ihr fragt euch jetzt gerade wahrscheinlich, wo ich bin, weil ich spiele gerade Beth und ich dachte, die ist im ersten Part am Ende gestorben. Ihr habt recht, aber mir ist aufgefallen, dass wir hier bei Beth etwas vergessen haben. Wenn man zum allerersten Mal das Spiel spielen kann, also zum allerersten Mal deinen Charakter kontrollieren kann, da waren wir ja in der Küche. Und dann bin ich direkt zu Josh gegangen, aber da war eine Tür und die hat mich rausgebracht. Und dann bin ich hier zum Vorhof gekommen und dann habe ich hier etwas ganz Besonderes gefunden hier am Boden. Aber die Kamera erlaubt es mir gerade irgendwie nicht, das Ding da... Genau, die Kamera muss ich ändern. So muss die Kamera sein. Seht ihr das? Was haben wir denn hier Schönes? Das habe ich bereits aufgehoben und mir auch schon angesehen. Das ist eines der vielen Totems, die man in diesem Spiel finden kann. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dieses Totem untersuchen ist viel, viel anstrengender, als es noch im Original war. Aber dazu kommen wir am besten dann später, wenn wir mit der Story weitermachen. Das ist ein Todestotem gewesen. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Wir gehen zum Pausemenü, Status und Gesammeltes. Und dann haben wir hier oben rechts Totems. Genau. Das sind alle Totemarten. Im Original gab es Tod, Führung, Verlust, Gefahr und Glück. Und Hunger ist neu. Das sind 6 neue Totems, die das Spiel bietet. Und wir haben jetzt das erste Todestotem gefunden. Genau, das sind nur kurze Einschnitte. Und da hat man jetzt zum Beispiel den Tod von Beth gesehen. Und wie genau jetzt, also was genau diese Totems bedeuten, wird uns das Spiel dann auch im weiteren Verlauf des Spiels dann sagen. Ich musste jetzt für dieses Totem nochmal das gesamte Spiel resetten, ja, aber wisst ihr was? Das war mir dann im Endeffekt egal, weil während ich Part 2 aufgenommen habe, hatte ich einen Stromausfall. Das heißt, nichts wurde gespeichert und nichts wurde zwar gespeichert auf meinem PC, aber das Spiel hat ja Quicksaves. Dann musste ich so gesehen das Spiel resetten und dann beim Resetten habe ich hier dieses Totem gefunden. Deswegen bin ich jetzt hier. Jetzt muss ich off-cam nochmal bis zum ersten Kapitel latschen und das Prolog durchspielen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, da sind wir wieder. Hier hat der letzte Part aufgehört und hier spielen wir jetzt weiter mit Sam. Ich kenne das jetzt alles bereits. Also ich kenne das ja sowieso schon, weil ich das Original gespielt habe. Aber ich habe bis zur She-Lodge schon mal aufgenommen. Und dann, wie gesagt, ist halt ein Stromausfall passiert und alles, was ich gespielt hatte, war gelöscht. Deswegen hoffe ich jetzt bitte einfach mal, dass nichts passiert und ich ganz in Ruhe bis dahin spielen kann und die Folge aufnehmen kann und speichern kann. Aber ja, auf dem Weg hatte ich 2 Gesprächsthemen, die ich mit euch besprochen hatte. Die werde ich dann auch gleich ansprechen, aber erstmal müssen wir hier über dieses Tor kommen. Oh, what? Das Tor ist kaputt, klettere rüber von Chris. Genau, das ist auch interessant. Von Josh Washington, gesendet am 28. Dezember 2014. Betreff Wegbeschreibung. Vancouver Central, 111B, fährt um 17:15 Uhr ab. An der Endstation umsteigen, dann die 38 nach Calgary nehmen. Bitte den Fahrer in Blackwood Pines anzuhalten, sonst fährt er durch. Merkt ihr das? Der Text geht von alleine hoch. Das liegt an meinem Stick. Ich habe einen Stickdrift mit dem PS5-Controller. Ist das nicht wunderschön? Naja, von Chris. Wegbeschreibung, hey, wie komme ich da noch einmal hin? Interessant. Also ihr werdet sehen, wie meine Charaktere ab und an mal die ganze Zeit nach links laufen, wegen diesem blöden Drift. Ich hoffe, das stört euch nicht. Mich stört es schon. So, du brauchst hier nicht schnell gehen, wir gehen sicher. Und das hatte ich auch angesprochen. Hier die Quicktime-Events. Im Original hatten die ganzen Knöpfe natürlich Farben, ne? Dreieck war zum Beispiel grün, X ist blau gewesen und so weiter und so fort. Aber der PS5-Controller und die PS5-Spiele an sich, da haben die Knöpfe keine Farben mehr. Das macht das natürlich jetzt hier ein bisschen schwieriger, die Quicktime-Events. Aber so schwer sollte es dann auch nicht werden, denke ich mal. So, wir hatten jetzt hier auf jeden Fall keine Eile, deswegen bin ich da ganz sicher rübergegangen. Kein Grund, uns zu hetzen. So, weiter geht's. Genau, die 2 Themen, die ich ansprechen wollte. Thema Nummer 1. Obwohl, was kam jetzt?
Hey, little fella. You hungry? Huh? Cutie. Genau, Thema Nummer 1. Ich versuche es einfach nur ganz kurz anzusprechen. Das, was im ersten Part, also die Story, wie Hannah und Beth gestorben sind, dass diese ganzen Teenies Hannah verarscht haben mit Mike und was weiß ich was. Dazu habe ich gar nichts gesagt im letzten Part, aber ich glaube, dazu braucht man auch eigentlich nichts sagen. Dass das halt absolut asozial ist und das allerletzte ist, das brauche ich euch nicht sagen. Deswegen habe ich dazu auch nicht viel gesagt. So, und hier werden uns jetzt die Totems erklärt. Das ist ganz wichtig, Leute. Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiungen. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten, Schmetterlinge brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisierte die Art der Prophezeiung. Tod. Schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Gefahr. Rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust. Braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung. Gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Und Glück. Weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Und jetzt hier im Remake haben sie eine 6. neue Totemart reingebracht, und zwar Hunger. Und wenn man jetzt auf dieses Schild guckt, das ist ganz unten zu sehen in grün, aber man kann das da auf Englisch nicht wirklich lesen. Da steht irgendwas mit Nightmare. Nightmare, Hunger und den Rest kann man nicht ganz lesen. Vielleicht wird das dann später uns noch gezeigt. Das gab es im Original nicht. Wie gesagt, im Original gab es nur schwarz, rot, braun, gelb und weiß. Also Tod, Gefahr, Verlust, Führung und Glück. Aber hier im Spiel gibt es noch ein grünes Totem und das ist über Hunger. Ganz interessant. So. Und hier, das kenne ich ja, wie gesagt, auch noch aus dem Original. Das ist alles wie immer, aber hier, dieser Weg hier nach links, den gab es im Original nicht. Das hier ist neu. Schauen wir mal, was wir hier finden. Und ich kann es euch jetzt schon sagen, hier werden wir ein Totem finden. Das habe ich ja, wie schon gesagt, schon mal aufgenommen gehabt. Aber dann kam ja der Stromausfall und dann ist das alles weg gewesen. Ich werde euch dann sagen, bis wohin ich gespielt habe und wo dann der Stromausfall war. Ich muss jetzt nur mal schauen, wo war denn nochmal der Totem, den ich gefunden habe? Der lag hier irgendwo auf dem Boden. Ich will den jetzt nicht verpassen. Das ist Emilys Auto hier, Leute. Schaut euch das mal an. Oh, Emily. Einfach, ja, wie soll ich sagen? Typisch Emily. Also ich mag ja Emily überhaupt nicht, ja. Und ich denke nicht, dass ich sie hier im Remake dann noch mehr mögen werde. So, aber wir haben ein Totem, wir haben das Totem verpasst. Wo ist denn das Totem hier? Hier muss irgendwo ein Totem sein. Wie kann ich... Da ist es. Sehr gut, dass ich es nochmal gefunden habe. So, und jetzt erkläre ich euch mal, wie man das Totem, ja, aktiviert, sage ich jetzt einfach mal. Im Original hast du einen Knopf gedrückt, dann mit dem linken Stick das Totem umgedreht und dann hast du die Vision gesehen. Und da gab es dann auch so eine dramatische Musik. Aber ich muss sagen, hier im Remake haben sie das einfach verschlechtert. Wir sollen uns jetzt das Totem nämlich einfach mal untersuchen. So, du kannst es drehen ein bisschen, so und so. Und jetzt, passt auf. Habt ihr gerade gesehen, wie der Bildschirmrand dunkler wurde? Passt auf. Seht ihr das? Wie dunkel ist es? Und dann muss man hier irgendwie so einen spezifischen Punkt finden, so wie jetzt. Aber es passiert nichts und das... Ja, jetzt. So, und das war das Führungstotem. Und ich finde das so bescheuert gemacht. Die dramatische Musik ist weg, der dramatische Effekt basically ist verschlechtert worden. Wie man das Totem überhaupt auslösen kann, ist vollkommen unnötig gemacht. Also, ja, nicht so wirklich mein Favorite. Achso, wir sollten uns das mal angucken. Außerdem habt ihr das gerade gemerkt, diesen kleinen Frame. Sobald man man spielt das Spiel und dann, wenn ich Status-Update drücke, habt ihr gesehen, den Frame? Ich versuche euch das richtig zu zeigen. Aber da ist so so 2, 3 Frames, so ein Standbild von dem Charakter, den ihr gerade spielt. Da hat man es nochmal gesehen. Das ist so schlecht einfach, wirklich. Aber dazu kann ich euch jetzt schon mal nochmal was sagen.
Und später werde ich dann noch das zweite Thema ansprechen, das darf ich auch nicht vergessen. Ich habe ja den ersten Part am Release-Tag aufgenommen und dann war ich ja für 1,5 Wochen weg. Und in der Zwischenzeit, wo ich weg war, habe ich mal geguckt, was so die Leute zu diesem Spiel sagen. Und das Remake hat sehr viele negative Reviews bekommen. Das scheint nicht wirklich ein gutes Spiel zu sein. Es gibt sehr viele Bugs, sehr viele Glitches und einiges, was damals gut war, wurde hier einfach verschlechtert, so wie zum Beispiel das mit dem Totem. Ich weiß nicht. Vielleicht hätten sie das Spiel einfach nicht remaken sollen. Aber mal gucken. Ich muss mir selber meine eigene Meinung bilden. Wow, graffiti all the way up here? Die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das ist zwar irgendwo true, aber es kommt ja auch darauf an, was wir machen, ne? Weil das, was ich mache, ist ja dann irgendwann Vergangenheit. Das heißt, eigentlich kann man sie ja schon dann kontrollieren. Ach ja, und Leute, diese englischen Voice Actor, ich weiß nicht. Ich mag Sam ja wirklich sehr, ne? Sam ist mein Lieblingscharakter in dem Game und ihre deutsche Stimme gefällt mir auch unnormal. Die passt so super zu ihr. Aber ich bin mit ihrer englischen Stimme echt nicht warm geworden bisher. Ich hoffe, das wird noch besser. So. Dann haben wir hier einen Rucksack. Was ist denn das hier? Bag's here. Where are you? You're not in the bag, are you? Hello. What do we have here? So, und hier habe ich in der Aufnahme natürlich Tasche schließen gemacht. Aber man kann sehen, dass, falls das natürlich Chris' Tasche sein soll, er hat eine Nachricht von Ashley bekommen. Aber das geht uns nichts an. Wir schließen die Tasche und gut ist. So, ich drücke auf Statuseffekt, weil jetzt haben wir hier beim Schmetterlingseffekt etwas Neues. Geht dich nichts an. Sam hat Chris' Privatsphäre respektiert. Okay. Und hier bei dem Totem, da haben wir das Führungstotem. Schauen wir uns das nochmal an. Was soll uns dieser Vogel wohl sagen? Da unten steht es nochmal. Gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Also wird uns dieser Vogel in irgendeiner Art und Weise, ja, uns helfen. Oder es möchte uns etwas sagen, aber wir wissen noch nicht was. Sam, hey, you made it. Und jetzt haben wir einen weiteren Main Character. Chris ist verknallt in Ashley. Loyal, beschützerisch und humorvoll. Oh, so I found something kind of amazing. What? I'm not gonna tell you. You gotta see for yourself. Come on, it's this way. Where? Right around here. Gonna blow your mind. So, und weiter geht's. Wir folgen einfach mal Chris. Und dann haben wir hier an der Wand ein Wanted-Poster. Oh man, look at this. Nice. You think we'll get a visit from America's Most Wanted? Looks like someone thought so. Oh, come on. This place is abandoned most of the year. Nobody comes up here. Gesucht, Victor Milgram. Männlich, 1,88 groß, letzte bekannte Adresse Blackwood Pines. Zuletzt gesehen am 16. März 1998. Gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung ersten Grades sowie mehreren Morddrohungen. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz Blackwood. Im Juli 1998. Okay. Das zweite Thema konnte ich jetzt immer noch nicht ansprechen, aber das mache ich gleich. Ta-da! Pretty rad, right? Yeah. Come on, look at these beauties. Beauties is not the word that comes to mind. Why is this even here? What do you mean? What the hell is a shooting range doing at the base of a ski lodge? Dude, have you ever met Josh's dad? Yeah. He thinks he's like Grizzly Adams or something. Wanna try? No, you go ahead, Grizzly. All right, here goes. Visiere ein Ziel auf dem Schießstand an. Wow, nice shooting, Tex. All right, I'm bad. I'm a badass. I'm gonna go ahead and guess it was a wild case of beginner's luck. Nah, I don't think so, girl. Well, anybody and their brother could shoot a bottle that big, that close.
Ich werde nicht auf dieses Eichhörnchen schießen. Nice shot. Your ass just got sacked. Hey, sharpshooter, our ride's coming. Wait, I'm just getting the hang of this. Come on, Chris, the cable car. Und jetzt spielen wir Chris. So, wir gucken nochmal ganz kurz Statuseffekte. So, Schmetterlingseffekt. Das hier wurde aktualisiert. Sam hat Chris' Privatsphäre respektiert und deswegen freute sich Chris, Sam zu sehen. Interessant. So, Ratten mit buschigem Schwanz. Chris hat das Eichhörnchen nicht erschossen und deswegen ist die Natur im Gleichgewicht geblieben. Interessant. Und dann haben wir hier noch den Unbekannten. Steckbrief. Ein zerfetzter Steckbrief für einen Flüchtling in den Bergen von 1998. Jemand wollte nicht, dass ihn niemand sieht. Interessant. So, da war nichts, soweit ich weiß. So, und kurz bevor wir jetzt hier in die Ski-Lodge reingegangen sind, hatte ich dann meinen Stromausfall. It's definitely weird coming back up here after a whole year. Yeah, I swear the moment I got here, it just all came flooding back. Hey, that's weird. Door's locked. Yeah. Josh wanted us to keep it locked to keep people out. He said that? What people? I don't know. He said they found people sleeping in the station one time. Creepy. Genau, hier wo ich jetzt die Tür aufschließen wollte, genau hier hatte ich dann meinen Stromausfall. Zum Glück ist das jetzt nicht mehr so. Das heißt, alles ab jetzt habe ich im Remake noch nicht gesehen. So, dann schauen wir uns auch hier um. Ob es hier noch irgendwas gibt. Ich glaube zwar nicht, aber man weiß ja nie. And I thought the car was closer. Guess we gotta wait. I'm starting to get the appeal of killing time at the shooting range. How long is this gonna take? What a crazy place to set up house. I mean, no matter how rich you are. I'm not so rich. I only bought a mountain. Blackwood Pines, Hotel und Sanatorium für einen gesunden Körper und Geist. Interessant. It's a big mountain. Huh? Passiert da noch irgendwas auf dem Fernseher, oder? Nö. It's a big mountain. Hast du das nicht gerade eben schon gesagt, Chris? Ja, wir haben es verstanden, es ist ein großer Berg. So, mehr gibt's hier aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich habe jetzt hier alles gesehen. Gut. Beautiful in the day, but at night just feels menacing. Like, finally, you coming? Yeah, well, I was gonna stay here and catch some Z's, but okay. Just like going to the prom. Here we go. Right. Adventure begins. Oh, I hope this was the right thing to do. What? You know, getting everyone together on the anniversary. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did. I haven't seen him so excited about something in forever. Good, good. It's hard to tell with him, and I don't know, I've kind of been worried. No, it was a good idea. I hope everyone else feels the same way. We're all here, aren't we? Thanks, bro. Good talk. You know what? Let's just stop talking about what happened and enjoy the trip. You know what? You're right. You know how Josh and I met? No. Okay. 3rd grade. Josh sat in the back of the room, I sat in the front. We didn't even know each other existed. But the kid sitting next to Josh started strap snapping the training bra on the girl in front of him. So the teacher made him move to the front, where I was sitting. Okay, so. So I got moved to the back. And? And next to Josh. That's how we met. I mean, and became friends to this day. Match made in heaven. If it weren't for the fact that Jeannie Simmons hit puberty like 3 years early, and on that day decided to wear a low-cut shirt that showed off her training bra, I mean, who knows?
you could be riding in this cable car alone. Right now. Or talking to some other person entirely. Boom. Butterfly effect. Und da haben wir unseren nächsten Main Character. Jess, Mikes Freundin, aufgeschlossen, engagiert und impulsiv. Das finde ich interessant. Eigentlich heißt sie Jessica. Im Original heißt sie Jessica und jeder hat sie Jess genannt. Aber hier heißt sie jetzt einfach Jess. Ihr Name wird jetzt einfach gekürzt, beziehungsweise geändert in dem Fall. Krass. Boy, oh boy, oh boy. New people. Time to meet and greet. Oh nee, da unten steht Jessica. So, bei Jessica bin ich jetzt natürlich gespannt, weil ich das Original kenne. Gucken wir erstmal ihre Stats. Sie kann Emily überhaupt nicht leiden. Chris auch nicht so wirklich. Ashley und Sam ungefähr gleich. Die Jungs mag sie natürlich, ne? Also jetzt abgesehen von Chris. Josh, Matt und Mike mag sie am liebsten. Okay, sie ist ehrlich, witzig und romantisch. Let's go. Kann ich mich hier noch umschauen oder muss ich erstmal... What the hell? Jess, hey! Jessica, over here! Are you guys having a really weird stroke? We're stuck in this stupid thing. Can you please let us out? Pretty please? Oh my god. I thought we were goners. Another 10 minutes in there and I would have chewed off my own leg. Oh, sick, Chris. Look, got a lot of meat on my bones. It's all muscle down here. Yeah, right. Uh-huh. Hey, Well, what do we have Chris. here? My goodness. Seems that someone has a little crush on our good friend and dear class president Michael Monroe. Chris? And what kind of sizzling erotica might our Jessica be capable of imagining? I wonder. So, beharren, gib das zurück oder erklären, ich bin mit Mike zusammen. Also ich denke nicht, dass wir das jetzt beharren müssen. Du kannst es auch einfach erklären. Mike and Em split. We're together. So, Status-Update. Ihre Ehrlichkeit ist gestiegen und sie mag jetzt Sam etwas weniger. Warum Sam, hä? Sam hat nichts gemacht. Oder warte mal, vielleicht mag Jess jetzt Sam weniger, weil sie nichts gemacht hat, aber das ist ja lächerlich. Okay. Und hier hat sich jetzt was aktualisiert. Okay. Chris freute sich, Sam zu sehen. Chris vertraute Sam weiterhin. Interessant. Whoa, drama. Not really. Pretty clear cut, actually. Em's out, I'm in. Huh. All right, let's just get up to the lodge already. It's getting tired of all this nature and junk. You guys go ahead. I'm just gonna wait here for a bit. See who else is coming. You mean Mike? What? I mean, you know, whoever. Uh-huh. Sam? Did you see this view? I mean, holy cow. Sometimes I forget to just stop and take it all in. Seriously, couldn't they have built the lodge like right where the cable car ends? Und da haben wir den schlimmsten Charakter des Spiels. Meiner Meinung nach. Emily. Matts Freundin. Intelligent, einfallsreich und offen. I don't think it would have been like as pretty, you know? Und da haben wir Matt, Emilys Freund. Hilfsbereit, verlässlich und sportlich. Er war auch einer meiner Favorites im Original, aber er sieht irgendwie ganz anders aus als im Original, habe ich das Gefühl. Aber mal gucken. And where's the bellboy when you need one? Und jetzt spielen wir Matt. Gut, gucken wir uns mal die Stats von Matt an. Er ist ehrlich, hilfsbereit, romantisch und neugierig. Beziehungsstatus. Er ist zwar mit Emily zusammen, wie wir gerade herausgefunden haben, aber er mag Jess mindestens genauso sehr wie Emily. Was haben wir denn da bitte? Bist du wirklich mit ihr zusammen oder geht da in deinem Kopf noch ein bisschen was anderes vor? Naja, okay. Und das, was Sam gerade eben gesagt hat, wo man die Aussicht gesehen hat, dieser Quote von ihr hat mir damals schon gefallen, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss mal
Wisst ihr was? Wenn ich so auf meine Aufnahme gucke, habe ich das Gefühl, ihr seht einfach gar nichts. Habe ich das nicht schon mal erhöht gehabt hier? Grafik? Helligkeit. Ich mache das mal ein bisschen heller. Ich glaube, das ist besser so. Irgendwie, weil als ich hier gerade so stand mit Matt und in die Aufnahme geguckt habe, sieht man einfach nix. Naja, gut. Und ich sehe gerade, das passt irgendwie sehr, sehr gut, weil er trägt ist das ein roter Koffer oder ist das ein lilaner Koffer oder ein pinker Koffer, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mein Koffer war auch rot, als ich weg war, deswegen dachte ich jetzt, das wäre auch rot. Was ein Zufall. Naja, gut. Folgen wir Emily. Mal sehen, was jetzt gleich kommt. Chills. We're almost there. No, I mean getting kind of creeped out. Oh, yeah. Gonna be weird seeing everyone up here again. Definitely not gonna feel like a regular party. I mean, what do you think? Jesus! Und da haben wir Mike. Jess-Freund. Tapfer, engagiert und charismatisch. You guys, Michael! you really should have seen your faces right there. Dude, I almost clocked you just now. Nice one. Michael, you're a jerk. Come on. Guys, we're all friends here, right? No need for violence, just a little harmless fun. We're up in the woods, it's spooky. Come on, let's get into the spirit of things. The spirit of things? Seriously, what's wrong with you? Just trying to lighten the mood, Em. Don't be like that. Like what? The way you're being, you always get like this. Drohen, hau ab, Mike, oder begrüßen. Wir sind alle Freunde. Oh boy, jetzt muss ich mich entscheiden, ne? Das ist jetzt natürlich etwas Spezielles, weil im Original Let's Play habe ich ja nur, was für Charaktere? Ich habe Sam gespielt, ich habe Chris gespielt, wen habe ich noch gespielt? Josh, glaube ich. Also ich habe 2 männliche und 2 weibliche Charaktere gespielt und ich habe nicht Matt gespielt. Deswegen, alles, was jetzt hier mit Matt passiert, ist jetzt für mich auch neu. Ganz ehrlich, Drohnen brauchen wir ihm jetzt nicht. Ich begrüße ihn einfach mal. Michael, I'm just gonna lay it out. Otherwise, this whole weekend's gonna suck ass for everyone. This is super awkward, and we all know it. Let's just acknowledge it now and move on, okay? Matt. I hear you, man. I get it. I don't want to make this weird. Cool. So we're good? All good? You guys gonna make out now? Oh my god, totally. We're so gonna make out. No, seriously. I'm gonna go check on the cable car back down the trail. All right. See you, man. See ya. All right. See ya. So, und Status-Update. Hilfsbereitschaft ist gestiegen und ich mag jetzt Emily weniger. Auch interessant. Aber er mag Mike jetzt mehr. Hä? Guck dich das an. Die Matt mag Emily weniger, aber Mike mehr. Interessant. Ja. Und so wie Matt gerade geantwortet hat, das war einfach genauso wie ich. Oh, crap. What? Hey, could you take these the rest of the way? The bags? Yeah, just all the bags. Why? I need to go find Sam. Okay. Sorry, I really need to go find her. I totally forgot I needed to talk to her before we get all the way up there. This really can't wait. We're almost there. It's important. Matt, please. Ich werde ja versuchen, so zu antworten, wie ich antworten würde, ja. Und ich würde tatsächlich beides jetzt machen, weil auf der rechten Seite haben wir jetzt beharren, ich lasse dich nicht alleine, weil, sagen wir mal, Matt wäre ich und ich hätte eine Freundin und die sagt mir, ich muss mal kurz weg. Ich würde sie jetzt hier in diesem Zustand actually nicht alleine lassen, weil es ist halt kalt, es ist bald dunkel, wer weiß, was passiert, ne? Aber gleichzeitig würde ich ihr auch nicht auf den Sack gehen wollen und sagen, okay, wenn da was ist, wenn du unbedingt willst, dass ich jetzt gehe, ich stimme mal zu, komm. All right. Fine. If it's so important, I guess I can pack horse it the rest of the way. But you owe me one.
So, Status-Update. Hilfsbereitschaft und romantisch ist gestiegen. Passt. Ich bin auch tatsächlich mehr so ein Romantiker, deswegen. Excuse me? Well, then we're even at least. I'll think about it. Just be careful. See you up there, sweetie. Thank you. Dieses Sweetie, was sie gerade gesagt hat, das passt einfach so gar nicht. Man hat einfach gemerkt, dass sie nix fühlt. Einfach nix fühlt. Der arme Matt. Und da haben wir den nächsten Main Character. Sieht aus wie Rob. Habt ihr das gerade gesehen? Wegen diesen... Das sieht aus wie Rob oder Wall-E. Basically, diese... Wie heißt denn das? Das, was sie da in der Hand hat. Wie nennt man denn das? Ich habe den deutschen Namen dafür vergessen. Fernrohr oder was auch immer. Ashley ist verknallt in Chris, ist fleißig, neugierig und sensibel. So, schauen wir erstmal Status-Update. Habt ihr gesehen? Ich brauche das jetzt nicht immer wieder sagen, aber ja. Wenn man auf Status-Update drückt, dann ist da so 2, 3, 4 kurze Frames, wo der Main-Character einfach so dasteht. Ist ein bisschen lächerlich, aber gut. So, sie ist ehrlich und sehr neugierig. Okay. Witzig, tapfer und romantisch ist fast gleich. Ein bisschen hilfsbereit ist sie auch. Sie mag Chris sehr. Ich meine, ja, da stand ja auch, dass sie verliebt in Chris ist. Und sie findet Sam, Matt und Josh so im Durchschnitt und die anderen sind ihr egal. So. Dann schauen wir mal, was wir hier so finden können. Da kann man Jess sehen, da rechts. Seht ihr die? Ich kann nicht weiter nach rechts, aber da sieht man Jess, wie sie da sitzt. Oh. Whoa, hello. Somebody's getting a little friendly. And not in the friend zone kind of way. I might need to check the expiration date on their big breakup. Hey, whoa. Sorry there. Sorry about that, Ash. I didn't mean to scare Jeez you. Louise, Well, I Matt. did mean to scare you, sort of scare you, but not like for real scare you. Oh my gosh. Hey, wow. Man, I'm really sorry, Ash. Damn. It's okay, it's fine, it's fine. What are you looking at? See anything juicy with that thing? Let me check it out. Wir können ihn jetzt anlügen und sagen, es ist kaputt. Wir täuschen ihn. Oder wir sagen ihm die Wahrheit und sagen, hey, guck's dir an. Und ich bin auf jeden Fall dafür, dass er sich das anguckt. Sure, go ahead. So, Status-Update. Ich weiß, dieses Status-Update, das nervt, aber es muss einfach sein. So, ihre Ehrlichkeit ist gestiegen, so muss das auch sein. So, Schmetterlingseffekt haben wir auch. Ein Vorbild an Diskretion. Ashley hat Matt ermutigt, das Teleskop zu benutzen. Teleskop, so heißt dieses blöde Drecksding. Yourself out, yes. Oh, son of a bitch. Seriously, Emily? What the hell, man? Hey, listen, it's probably nothing. Nothing, you think? Well, yeah. Is it ever just nothing with him? Ever? I don't know. God damn it. Matt. So, und jetzt spielen wir wieder Jessica. Wir können uns ein Buch anschauen oder auf das Handy gucken. Was ist das denn für ein Buch bitte da? Seht ihr das Cover? Das sieht ein bisschen sus aus. Ja, Leute, Jessica liest kein Buch. Glaube ich nicht. Status-Update. Neugierigkeit gestiegen. Und hier haben wir jetzt was aktualisiert. Nee. Hier haben wir was aktualisiert. Matt sah Mike und Emily flirten. Ist besser so, dass er es gesehen hat. Oh, you did not just do that. Put your hands where I can see them. We've got you surrounded. But who am I to retaliate? What choice do I, a supple young rebel girl, have but to surrender to this strapping military guard come to take me into custody?
Well, I don't know when you put it like that. Hey! Und sie ist jetzt ein bisschen mehr tapfer. Aber ich glaube, ich werde das mit dem Status-Update ein bisschen sein lassen. Schnell! Hey! Oh! Great. Hey, you know that? Where are you hiding, little chicken? Hau ihm in die Fresse! Oh! Hey! George! Der Vogel! Das ist der Führungstotem. Wir dürfen nicht den Vogel hauen. Hello? Come on. Hey, Mike. Boom, shakalaka. No, you got me. Fair enough. Okay. Ach, manchmal ist es am besten, einfach gar nichts zu tun. Michael, I know all your tricks. So, ich könnte jetzt den Vogel hauen, aber das machen wir natürlich nicht. Da gibt es keinen Grund für. Jetzt können wir ihm in die Fresse hauen. That's right. Find you just. And then what? Oh, No more. oh yeah. Oh, more. Oh, you're going down. Gotcha. It's done. Done city. So, did I go down? I don't think so. I think you'd know so if I did. All right. All right. My. So are we calling it my favor then? You're a worthy opponent, Miss Jessica, the Snowball Queen. Okay, that sounds vaguely dirty. My lady. Hier wird nicht geküsst. Gib ihm den Schneeball in die Fresse. Oh, okay. Okay, you're really gonna get it. What am I gonna get? Well, I can think of at least one thing, Yeah? but you'll have to wait until later. We should get up to the lodge. Yeah. It's so nice out here, though. Pretty breathtaking. I mean, I could stay out here for pretty much ever, provided I was making out with you the whole time. Just making out? Quote, unquote. Well, I think we might freeze to death somewhere in between those quotes. Yeah. Was war denn das gerade für eine Person, die darauf gekommen ist? Interessant. Hello again. And how are we feeling? In our last session, we established that you have a fear of things that are dead or undead. This time, we're going to try to understand the root of your anxiety. Now pick up that book, turn the pages. You will see a set of pictures and symbols. I want you to identify which image in each set makes you the most anxious. Es geht also um Angst. Most anxious. Männer machen mich nervös, Frauen machen mich nervös. Gute Frage. Männer machen mich nervös, Frauen machen mich nervös. Also, eigentlich machen mich beide Geschlechter nervös. Jetzt so als Mann kann ich aber definitiv sagen, dass mich Männer definitiv mehr nervös machen. Ja. Flugzeuge machen mir Angst, Gedränge macht mir Angst. Ich bin schon einige Male in meinem Leben mit Flugzeugen geflogen. Und auch wenn man da natürlich so eine Angst hat, ja, in einem Flugzeug, ich hasse Gedränge. Ich hasse Gedränge. Ich fürchte mich vor Höhen, ich fürchte mich vorm Ertrinken. Es gab natürlich auch einige Momente, wo ich auf einem hohen Turm war und mal runtergeguckt habe. Und ja,
es ist zwar schon gruselig, wenn man von da oben runter guckt und sich dann vorstellt, was wäre, wenn du jetzt da runterfällst, ey. Aber sagen wir mal, man würde dann halt höchstwahrscheinlich direkt sterben, wenn man links bei den Höhen jetzt runterfällt. Das Ertrinken ist dann doch, ja, eigentlich schlimmer, ne? Deswegen würde ich jetzt sagen, Ertrinken ist schlimmer als Höhenangst. Schlangen machen mir Angst. Ratten machen mir Angst. In meinem alten Wohnort hatte ich einen Keller und da hatten wir schon ab und zu mal ein paar Ratten. Und wir hatten auch mal eine Schlange im Garten. Aber jetzt im Vergleich von den beiden würde ich schon sagen, dass da Schlangen mir mehr Angst machen. Der Typ schreibt sich das alles schön auf. Waffen sind beängstigend. Messer sind beängstigend. Ja, das habe ich auch damals im Original gesagt und ich wiederhole es jetzt hier einfach nochmal. Waffen sind natürlich gruselig und wenn man auf die schießt, dann kannst du halt instant verrecken oder so oder halt erstmal leiden und dann sterben. Aber Messer sind doch 5000 Mal schlimmer als Waffen, oder nicht? Ich meine, stell dir mal vor, da kommt einer mit einem Messer auf dich zu. Da hättest du jetzt wahrscheinlich mehr Angst, als wenn er mit einer Waffe auf dich zukommt, oder? Deswegen, Messer sind beängstigender. Schlangen machen mir Angst, Kakerlaken machen mir Angst. Ich muss zwar sagen, dass ich Kakerlaken absolut nicht leiden kann, aber ich würde mal sagen, Schlangen sind immer noch schlimmer. Wie lange geht denn die Session noch? Ich würde gerne jetzt den Part beenden. Clowns machen mir Angst, Vogelscheuchen machen mir Angst. Also jetzt von dem Beispiel her, die Vogelscheuche ist einfach nur eine Vogelscheuche, aber die Clownsmaske auf der linken Seite, die ist natürlich gruseliger als jetzt die Vogelscheuche, deswegen nehme ich jetzt hier einfach mal den Clown. Blut ekelt mich an, Krähen sind beängstigend. Ich habe nichts gegen Krähen. Und ich habe schon, also ich habe nicht wirklich auch was gegen Blut, zumal ich jemand bin, der sehr, sehr häufig Nasenbluten hat. Ja, ich habe schon sehr viel Blut gesehen, sehr viel Blut verloren. Krähen sind mir jetzt da voll, ja, neutral, deswegen Blut ekelt mich an. Oh. Did I startle you? So sorry. You're doing very well. Don't be nervous. Du sagst zwar don't be nervous, aber Try to speed up a bit. The more you rely on your instincts, the more honest your answers will be, and the more enlightening you will find this experience. okay, auf Zeit. Speedrunner, let's go. Ah, weg. Geh weg. Geh weg. Ich kann das Bild nicht sehen. Geh weg, bitte. Help me. Weg. Zombies machen mir Angst, Clowns machen mir... Ja, Leute, auch wieder der Vergleich. Der Clown guckt gruseliger als das Zombie, deswegen Clown. Angst vor Nadeln, Angst vor Wölfen. Ich stand jetzt noch nie in meinem Leben vor einem Wolf, keine Ahnung. Ich würde jetzt mal sagen, Wölfe sind aber schlimmer als Nadeln, deswegen gehen wir mit dem Wolf. Stürme machen mir Angst oder Wölfe. Also ich mag eigentlich Gewitter, auch wenn ich natürlich vor manchen Gewittern Angst habe, weil sie ziemlich laut sind, aber ich habe mehr Angst vor Wölfen. This is very interesting. Thank you for answering so diligently. Spiders, clowns, and dogs. The sun combination sounds like a good Friday night. Well, I'm afraid once again we're out of time, but I promise we'll talk again very soon. Kann ich jetzt bitte gehen?
Je länger ich mit dir reden muss, desto schlimmer. Kapitel 2. Dunkelheit. 9 Stunden until dawn. Man, I feel like this mountain gets bigger every time I climb it. Oh yeah? It feels the same to me. Und da haben wir, glaube ich, jetzt den letzten Main Character. Ich glaube, ne? Josh, Bruder von Hannah und Beth. Beharrlich, kreativ und verspielt. Come on, you grew up here. It probably feels like it's shrinking. I guess that's true. When are you gonna install some cell towers up here? I'm getting withdrawals already. You got a spare million lying around, and I'll fix you right up. Funny you should say that. I think I left it in my other jacket. Oops. Hey guys, get up here okay? Yeah. Well, more or less, but it's so good to see you. What's up with him? Yo, yo, yo. We get things moving up here or what? Yeah, man. Oh Mann, ich will den Part beenden, aber ich kann nicht. Ich muss das noch antworten. Soll ich jetzt mit ihm tratschen über Matt und Emily oder soll ich mir um ihn Sorgen machen? Ist alles okay? Eigentlich möchte ich nicht so wirklich in seine Privatsphäre reingehen, aber ich möchte auch nicht hinter dem Rücken über andere sprechen, deswegen ich sorge mich mal um ihn. Hey, you doing all right? I mean, I know it must be really tough without your sis. Stop. I just meant that. No, I know what you meant. You know, seriously, I'm over it. And I want us to have a good time, you know? Like we always used to. Damn it. This freaking thing. Is it iced? What else? Maybe there's another way in. There are a million ways in. They're just all locked. There's gotta be like a window around the corner we can get open or something. Wait a second. Are you saying we should break in? I don't think it's technically breaking in if you own the place, right? Hey, not if I don't report you. Lead the way, coachies. Hey, Ash. Hi, Chris. Leute, ich will den Part beenden, verdammt. Unruhig, seltsam, zurück zu sein oder zuversichtlich? Wie läuft's bei dir? So, wir wissen, Ashley liebt Ashley liebt Chris und Chris liebt Ashley. Und jetzt unruhig zu sein, ja, das hilft den beiden nicht. Wir bleiben zuverlässig. Wie läuft's bei dir? So, how are you doing? Good, but a little cold. I think I could use some time curled up by the fire. Yeah, that does sound pretty nice. So, jetzt kann ich den Part beenden. Schön. Endlich. So, ach ja, das speichert, glaube ich, von alleine. Naja, Leute, wir machen dann hier im nächsten Part weiter. Das bei Josh. Also ich wollte ihn jetzt natürlich nicht direkt auf seine 2 toten Schwestern ansprechen. Das ist halt natürlich echt behindert gewesen. Aber das andere wäre in meinen Augen noch schlimmer. Ich hätte jetzt keine Lust, hinter dem Rücken anderer Leute zu sprechen. Deswegen habe ich jetzt einfach das andere genommen. Ist halt so, ne? Ich bin halt ernst. Meine Ernsthaftigkeit steht mir immer im Weg. Gut, aber das war's dann für den Part, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Until Dawn. Bleibt clean, until next time. Habt eine wunderschöne Zeit mit eurer Familie und mit euren Freunden. Und dann sehe ich euch das nächste Mal wieder. Bye, bye.